Servus meine Lieben, schön, dass ihr bei meinem neuen Video wieder mit dabei seid. Momentan dreht sich ja alles um sommerliche Strickprojekte bei mir. Ich habe euch da ja auch schon einige Muster gezeigt und natürlich habe ich heute auch wieder ein neues Muster für euch, das ihr auch wunderbar mit den anderen kombinieren könnt. Und wenn ihr wissen möchtet, wie man das Muster hier strickt, dann bleibt unbedingt dran. Ich stricke heute wieder mit meiner geliebten Merino-Wolle und Nadeln von Knitpro in der Nadelstärke 3,5. Das Muster sollte durch 2 teilbar sein, plus jeweils eine Randmasche. Und ich starte hier erstmal mit einer Krausrippe, einfach damit sich der Rand hier unten gleich nicht wellt und ihr das besser erkennen könnt. Dazu werden alle Maschen in der ersten Reihe rechts gestrickt und in der Rückreihe werden dann auch gleich nochmal alle Maschen rechts gestrickt. Die erste hebe ich ab und jetzt stricke ich nochmal alle Maschen rechts. So. Jetzt kommen 2 Vorbereitungsreihen. Da stricke ich jeweils beide Reihen glatt rechts, also die Hinreihe mit rechten Maschen und auf der Rückreihe linke Maschen. Ihr müsst es nicht machen, ich würde es aber auf jeden Fall empfehlen. Das ergibt unten dann einen schöneren Rand. Die erste hebe ich wieder ab und stricke alle Maschen rechts. Das Muster besteht übrigens aus 2 Reihen bzw. 4 Reihen. Ja, das wird dann einfach nur versetzt gestrickt. Im Prinzip ist es das gleiche wie in den ersten beiden Reihen, aber wie gesagt, wird versetzt gestrickt. Die erste hebe ich wieder ab und jetzt stricke ich alle Maschen links. Die letzte Masche stricke ich ganz normal rechts. Und jetzt beginnt das Muster. Die erste Masche hebe ich ab. Es ist recht einfach eigentlich. Man muss nur aufpassen, dass man nichts vergisst. Ich steche in beide Maschen ein in die ersten beiden, verschränkt, hole den Faden durch, ziehe die Masche etwas länger, lasse die beiden Maschen auf der Nadel, mache einen Umschlag, steche nochmal verschränkt ein, hole nochmal den Faden durch und dann nochmal in die erste, also in die rechte von den beiden Maschen nochmal einstechen und nochmal den Faden durchholen. Jetzt habt ihr 4 Maschen auf der Nadel. Das machen wir mit den nächsten beiden auch wieder. Von hinten einstechen zum verschränkt abstricken, den Faden etwas länger ziehen, einen Umschlag, wieder einstechen, den Faden nochmal durchholen
und die erste Masche nochmal verschränkt abstricken. Das machen wir jetzt bis zum Ende der Reihe. Also beide verschränkt abstricken, Umschlag, verschränkt abstricken und nochmal die erste Masche. Rechts verschränkt abstricken. Die letzte strecke ich wieder ganz normal rechts. So. Einmal wenden. Die erste wieder abheben. Und jetzt suchen wir uns diese 4 Maschen. Die stricken wir einmal komplett links zusammen. Und hier aus dem Querfaden, hier unten, stricken wir eine linke Masche. Dann diese 4 Maschen wieder zusammenstricken. Und hier aus dem Querfaden wieder eine linke Masche herausstricken. Die 4 Maschen links zusammenstricken. Und aus dem Querfaden eine links rausstricken. Hier die letzten 4 Maschen auch nochmal zusammenstricken. Und hier müsst ihr ein bisschen gucken, wo dieser Querfaden hier liegt. Auch nochmal eine links rausstricken und die letzte Masche rechts stricken. Damit wir das Muster jetzt versetzt stricken können, wird die erste abgehoben und die nächste Masche wird rechts gestrickt. Und jetzt fangen wir wieder genauso an wie in der ersten Reihe. Die Maschen werden rechts verschränkt zusammengestrickt, einen Umschlag machen, wieder rechts verschränkt abstricken und diese erste Masche hier nochmal rechts verschränkt abstricken.
Das machen wir auch wieder die komplette Reihe. Jetzt in der zweiten Reihe geht es auch etwas besser. Da sind die Maschen dann etwas lockerer und dann funktioniert das ganz gut. In der ersten ist das ein bisschen schwieriger. Jetzt habe ich noch 4 Maschen auf der Nadel. Die beiden hier werden auch noch mal zusammengestrickt. Die Masche rechts stricken und die letzte Randmasche auch rechts stricken. Die erste wird wieder abgehoben, dann die Masche links stricken und jetzt suchen wir uns hier wieder diese 4 Maschen, die hier zusammengehören, stricken die links ab und hier aus dem Querfaden stricken wir wieder eine links heraus. 4 Maschen links zusammenstricken und aus dem Querfaden eine links. 4 Maschen zusammenstricken, eine Masche aus dem Querfaden. 4 zusammenstricken, und eine aus dem Querfaden. Hier nochmal die letzte aus dem Querfaden stricken, die vorletzte hier links und die Randmasche rechts. So, und jetzt starten wir wieder mit einer Masche abheben und 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, Umschlag, zusammenstricken und die erste Masche nochmal stricken. Das war eigentlich schon das ganze Muster. Diese 4 Reihen wiederholt ihr jetzt einfach immer wieder. Schreibt mir mal gerne in den Kommentaren, mit welchem Muster ihr das hier gerne kombinieren möchtet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stricken und Ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal, eure Bianca.